Hübsch, oder? Wir sind mitten in der Altstadt von Lübeck. Hier gibt es bewohnte Hinterhöfe mit niedlichen kleinen Häusern, Blumen und Büschen. 90 solcher Oasen gibt es hier. Viele, die Lübeck besuchen, wissen nichts von dieser verborgenen Welt, denn diese Höfe liegen versteckt in den Altstadtgassen. Wir sind in Lübeck. Die Altstadt liegt auf einer Insel zwischen Trave und Wakenitz. Man nennt Lübeck auch die Mutter der Hanse. Die Lübecker Altstadt, die gehört übrigens zum UNESCO-Welterbe. Historische Bauten gibt es hier eine ganze Menge. Rathaus, Marktplatz, vollständig erhaltene Stadtviertel, das Heilig-Geist-Hospital, Holstentor, die Salzspeicher und einiges mehr. Aber wer kennt die geheimnisvoll wirkenden Gänge und Höfe in der Altstadt? Die stammen alle aus dem Mittelalter. In den Gängen und Höfen, da fühlt man sich in die Zeit der Hanse zurückversetzt. Durch die Hanse gab es im Mittelalter eine Zeit wirtschaftlicher Blüte für Lübeck. Denen ging es hier richtig gut. Das zog natürlich viele andere Leute an von außerhalb. Aber in Lübeck ist der Platz durch die Insellage begrenzt. Folglich gab es auch schnell keinen Wohnraum mehr. Die Lübecker Kaufleute hatten da eine Idee. Man brach schmale Gänge als Durchgang zu den Hinterhöfen in die Vorderhäuser. So sehen die heute aus. In den Hinterhöfen baute man sogenannte Buden. Das waren winzige einstöckige fensterlose Häuser. Teilweise waren sie nur 3,5 Meter lang und 4,5 Meter breit. Innen gab es oft nur ein Zimmer. Wir gehen jetzt mal in einen der Gänge rein. Das ist der hellgrüne Gang. 180 solcher Höfe mit kleinen Häusern soll es damals hier in Lübeck gegeben haben. Vermietet wurden die Buden, also die Häuser, an Bedienstete, an Tagelöhner und Handwerker, natürlich mit ihren Familien. 80% der Lübecker lebten im Mittelalter in solchen Buden. Ganz schön eng hier. In die Höfe rein geht es bis heute durch solche schmalen Gänge. Sie führen durch das Haus an der Straße. Wenn man so einen Gang bauen wollte, da gab es dann nur eine einzige Bauvorschrift. Der Gang musste mindestens so breit sein, dass man einen Sarg hindurchtragen konnte, heißt es. Heutzutage sind die ganzen Gänge und Höfe natürlich restauriert. Hier sieht man gut, wie niedrig die Gänge auch sind. In den Innenhöfen, da stehen jetzt heute natürlich sehr attraktive Häuschen. 90 bewohnte Höfe gibt es hier und das ist begehrter Wohnraum. Ja, die Häuschen von heute, die sind natürlich kein Vergleich mit denen im Mittelalter. Die ersten, die waren aus Holz, Pferdemist und aus Lehm gebaut. Erst ab dem 16. Jahrhundert baute man aus Backsteinen. Innen drin, es gab eine Feuerstelle. Erst gab es noch nicht mal Fenster, dann später zwar Löcher, aber keine Glasfenster, dafür Läden aus Holz. 5 bis 6 Personen teilten sich einen Raum von 20 Quadratmetern. Und alle nutzten eine Kloake im Hof. Die ganzen Gänge und insbesondere die Höfe, die sehen alle verschieden aus, sehr vielfältig. Einige Höfe, die haben einen zentralen Platz, andere nicht. Viele Gänge münden in andere Gänge oder führen dann zu einer anderen Straße. Die Gänge und Höfe haben natürlich alle Namen. Die wurden benannt dann entweder nach ihren Besitzern, nach den Hausbesitzern oder nach den Berufen ihrer Bewohner. Jetzt gehen wir mal in den Bäckergang. Das sind jetzt Aufnahmen, die sind so etwa 100, 110 Jahre alt. Die zeigen, wie zu dieser Zeit die Höfe ausgesehen haben. War auch schon ganz nett, aber ich glaube noch ein bisschen beengt und einfach. Aber irgendwie hübsch mit Romantik und Idylle. Hier jetzt ein weiterer Gang. Wieder ist es eng, schmal und hinten kommt man auf einen herrlichen Hof. Manche der Höfe waren übrigens Stiftungen reicher Lübecker Kaufleute. Die vermieteten die Häuser dann billig an, zum Beispiel Witwen und Waisen. Das war dann als fromme Tat gedacht. Wenn man in Lübeck durch die Altstadt geht und hat kein Verzeichnis der Gänge und Höfe, dann muss man sich mal genauer die Straßenfronten ansehen.
Dann entdeckt man immer wieder die schmalen Gänge. Die sind übrigens fast alle für Besucher offen. Denkt aber daran, dass hier Lübecker wohnen. Man dringt hier sozusagen schon fast in deren Privatsphäre ein. Man sollte sich also dementsprechend benehmen und bewegen. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Hof, dem Füchtingshof. Der Eingang liegt in der Straße, da wo das Günter-Grass-Haus ist. Der Füchtingshof, der heißt nach dem Ratsherrn Johann Füchting so. Der lebte im 17. Jahrhundert und da bestimmte er, dass 1/3 seines Erbes zum Nutzen der Armen ausgegeben werden sollte. Als Gegenleistung wollte er Gebete nach seinem Tod haben. Das sollte ihm dann einen guten Platz im Himmel sichern. Also schuf er die Bauten im Füchtingshof. Bis heute sind 28 der Wohnungen noch günstig für Witwen und Kaufleute vermietet. Das war es aus der Idylle der versteckt liegenden Gänge und Höfe in Lübeck. In diesem Sinn, tschüss.